Hallo zusammen, willkommen in unserem Stübchen. In diesem Podcast Rabbit, die Märchensammlung und mehr, erzähle ich euch verschiedene Märchen und möchte euch einladen zu träumen und die Zeit gemeinsam zu genießen. Die Märchen werden aus aller Welt sein und sollen euch verleiten, dem Alltag etwas zu entfliehen. Ich wünsche euch viel Spaß und gehabt euch wohl auf der märchenhaften Reise. Heute lese ich euch wie gehabt 2 westslawische Märchen vor. Rabbit, die Märchensammlung und mehr. Das Märchen Der Köhler und Kaiser Maximilian II. Zur Zeit Kaiser Maximilians war ein armer Köhler, der seine Hütte im Walde hatte. Als er wieder einmal Kohlen brannte, kam der Kaiser auf einem Spaziergang auch zu ihm und sprach: Gottes Segen, vergelt's Gott, schön willkommen. Dankeschön. Was machst du denn da? Kohlen brennen. Wie viel verdienst du damit? Nu, so viel, als ich brenne. Und was hast du zu essen? Meine Hütte ist etwas weit weg, drum koch ich hier Klöße. Bitte, wer seid denn ihr? Maximilian. Der Köhler konnte sich den langen Namen nicht merken, den er noch nicht gehört. Wie? Maxi, aha, Marzipan. Der huldvolle Kaiser lachte innerlich und ließ ihn dabei. Was macht ihr denn da im Wald, Herr Marzipan? Bin ein bisschen spazieren gegangen. Ohne Zweifel habt ihr schon Hunger wie ich. Wartet ein wenig, bis die Klöße gekocht sind. Ihr könnt mit mir essen. Wartet nur, wartet. Sie werden gleich fertig sein. Und bereitwillig legte der Köhler Kohlen zu, damit die Klöße schneller kochten, nahm sie dann mit einer hölzernen Gabel aus dem Topf, gab sie auf eine Schüssel, schmalzte sie und sagte: Kommt mit mir essen, Herr Marzipan. Der Kaiser nahm die hölzerne Gabel und steckte sich ein Stück Kloß an. Doch war es zu sehen, dass die Speise ihm nicht sehr behage. Der Köhler nötigte ihn: Lasst's euch nur schmecken. Die Klöße sind nicht von schwarzem, sind von weißem Mehl. Aber der Kaiser dankte, er spürte keinen Hunger. Der Köhler fragte ihn zwischen dem Essen weiter: Seid ihr auch verheiratet? Versteht sich. Habt ihr auch Kinder? Jawohl. Wenn du in die Stadt kommst, besuch mich. Hab dort meine Hütte. Frag nur nach dem Herrn Marzipan. Es wird dir jedermann sagen, wo ich wohne. Dann will ich dir mein Weib und meine Kinder zeigen. Der Köhler versprach mit Freuden, ihn zu besuchen, und der Kaiser wünschte ein, Gott befohlen, und ging. Nach einiger Zeit fuhr der Köhler Kohlen in die Stadt, und nachdem er sein Geschäft abgetan, erinnerte er sich, dass er den Herrn Marzipan besuchen solle. Der Kaiser hatte schon früher an allen Wachen den Befehl ergehen lassen, wenn ein Mann nach dem Herrn Marzipan frage, solle man ihn ins kaiserliche Schloss führen. Der Köhler fragte wirklich, wo der Herr Marzipan wohne. Die wachstehenden Soldaten führten ihn ins kaiserliche Schloss. Als er dem Kaiser gemeldet wurde, ließ ihn dieser sogleich vor. Er trat ins Gemach, und als er seinen Waldgast erkannte, sagte er: Aber Herr Marzipan, ihr habt ja eine schöne Hütte und eine schöne Stube. So schön hab ich's nicht. Mir scheint, ihr esst andere Klöße als ich euch im Walde geboten. Drum wollten euch die nicht schmecken. Wo habt ihr denn eure Kinder? Die sind im anderen Zimmer. Wart, ich will sie dir bringen. Der Kaiser fühlte seinen schmucken Prinzen herbei und stellte sie dem Köhler vor. Ei, ihr habt prächtige Jungen. Hab ihnen was mitgebracht und meine, dass sie das Spielzeug freuen wird.
Und hiermit zog er einige große Erzklumpen aus seiner Tasche und gab sie ihnen. Dann fragte er weiter: »Wo habt ihr denn euer Weib, Herr Marzipan?« »Das ist wieder in einem anderen Zimmer. Dir zu gefallen will ich es gleichfalls holen.« Er ging zur Kaiserin und sagte ihr, dass ein gemeiner Mann bei ihm sei, der sie zu sehen wünsche. Sie möchte nicht zürnen, wenn er ihr etwas Unliebes sage, sondern alles, was er reden würde, in Gute aufnehmen. Er führte die Kaiserin herbei und sprach: »Siehst du, das ist mein Weib.« »Mein Seel, Herr Marzipan, ihr habt ein prächtiges Weib. Überhaupt ist alles hübsch in Ordnung bei euch.« Die Kaiserin entfernte sich wieder und der Kaiser fragte den Köhler, ob er etwas zu essen haben wolle. »Habt ihr was fertig? Möchte ich wohl essen.« Der Kaiser ließ kalten Braten, Weißbrot und guten Wein auftragen, und der Köhler ließ sich's trefflich schmecken. Als er sich satt gegessen, sagte er: »Das glaub ich, dass euch meine Klöße nicht behagten. Ihr esst anders als ich.« Der Kaiser brachte nur die Rede auf das Spielzeug, das der Köhler den Prinzen gebracht, und fragt ihn: »Wie bist du denn zu den Klumpen gekommen?« »Dergleichen hab ich im Walde gefunden. Wenn ich Kohle brenne, fließt das Zeug in Menge. Ich werf's gewöhnlich beiseite. Man könnte 2, 3 Wagen damit vollladen. Weißt du was? Ich will mit dir gehen und es aufladen. Könnt euch nehmen, wie viel ihr wollt. Es liegt bei mir in Haufen, wie trockenes Holz.« Der Kaiser kam hin und ließ die Erzklumpen fortschaffen, von denen der Köhler nicht wusste, dass sie lauter Gold waren. Dann nahm er den Köhler samt Weib und Kindern zu sich und versorgte ihn reichlich. Allein dem Köhler gefiel das Leben nicht. Ihm wurde bang und er sagte bald zum Kaiser, den er inzwischen kennengelernt: »Mein allergnädigster Herr, mir geht's vortrefflich, ich esse und trinke gut, das ist wahr, aber ohne Arbeit kann ich nicht sein. Im Wald bei der Arbeit gefiel's mir viel besser, als ohne Arbeit hier bei Hof.« Der Kaiser entgegnete: »Ich will nicht, dass du faulenzen sollst, auch ich möchte nicht ohne Arbeit sein. Willst du, so geh in den Garten und arbeite, das wird mich freuen.« Der Köhler und sein Weib und seine Kinder lernten mit der Zeit das Gärtnergeschäft und blieben bei dem Kaiser bis zu ihrem Tode. Und oft unterhielten sie sich später vom Kohlebrennen und von dem Abenteuer im Walde. Was denkt ihr zu dem Märchen? Habt ihr dieses Ende erwartet oder habt ihr euch ein anderes Ende gewünscht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Zudem würde ich gerne von euch wissen, wie ihr das Mikrofon findet. Wir haben uns nun doch einmal für ein anderes entschieden und sind noch unentschlossen, bei welchem wir bleiben wollen. Sag gerne deine Meinung und hilf uns, dein Hörerlebnis zu verbessern. Das Märchen Das Sonnenross. Es war einmal ein Land, traurig wie das Grab, schwarz wie die Nacht, denn in ihm schien Gottes Sonne niemals. Die Menschen hätten es geflohen und den Eulen und Fledermäusen überlassen, wenn nicht zum Glück der König ein Ross mit einer Sonne auf der Stirn besessen hätte, die, gleich der wahrhaftigen Sonne, helle Strahlen nach allen Seiten versandte. Damit also die Leute in dem finsteren Lande wohnen könnten, ließ der König sein Sonnenross durch dasselbe führen von einem Ende zum anderen, und es ging Licht von ihm aus, als ob der schönste Tag wäre. Allenthalben, wo man es führte, von wo es sich aber entfernte, dort wälzte sich dichte Finsternis hin. Plötzlich ward das Sonnenross verschwunden. Dunkelheit, noch ärger als die der Nacht, lagerte sich über das ganze Land, und nichts vermochte sie von dieser Zeit an zu verscheuchen. Unzufriedenheit und Schrecken verbreiteten sich unter den Menschen. Not begann sich zu drängen, denn sie konnten nichts arbeiten, nichts erwerben, und es entstand zuletzt furchtbare Verwirrung.
Selbst der König geriet in Angst, und um die Gefahr zu beseitigen, zog er mit seinem ganzen Heer aus, das Sonnenross zu suchen. Durch dichte Finsternis zog der König bis an die Grenze seines Reiches. Hinter tausendjährigen Wäldern in einem anderen Lande begann hier Gottes Sonne wie durch Morgennebel hervorzudringen. Soweit das Auge reichte, war nichts zu sehen als Wald, ringsum nichts als Wald und wieder Wald. In diesen Wäldern kam der König mit seinem Heere zu einer armseligen Hütte. Er trat hinein, um zu erfragen, wo er sei und wohin der Weg führe. Hinter einem Tisch saß ein Mann von mittleren Jahren, der aufmerksam in einem aufgeschlagenen großen Buch las. Als der König sich ihm verneigte, erhob er die Augen, dankte freundlich und stand auf. Sein Wuchs war hoch, sein Antlitz gedankenvoll, sein Blick durchdringend. Das ganze Äußere kündigte an, er sei kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Mensch, der sich mit außerordentlichen Dingen beschäftigte. »Eben las ich von dir«, sprach der Mann zum König. »Du gehst das Sonnenross suchen? Bemühe dich nicht weiter, denn du bekommst es nicht. Verlass dich auf mich, ich will es finden. Kehr zurück nach Hause, dort bist du nötig. Nimm auch dein Heer mit dir, ich bedarf keines Heeres. Lass mir nur einen Krieger zu meinen Diensten.« »Wahrlich, du unbekannter Mann, ich will dich reichlich belohnen«, antwortete der König, »wenn du mir das Sonnenross wiederbringst.« »Ich begehre keine Belohnung. Kehr nach Hause zurück, dort bist du nötig, und gönn mir Ruhe, dass ich mich zur Reise rüste«, sprach der Mann. Der König entfernte sich, trat mit seinem ganzen Heere den Rückweg an und hinterließ nur einen Krieger, dem bereitwilligen Manne zu seinen Diensten. Der Seher, denn das war der Mann, setzte sich wieder zu seinem Buche und las darin bis zum späten Abend. Des andern Tages begab sich der Seher samt seinem Diener auf den Weg. Der Weg war weit, denn schon 6 Länder hatten sie durchzogen, und noch mussten sie weiter. Im 7. Lande blieben sie bei dem königlichen Palaste stehen. 3 gewalttätige Brüder herrschten über dieses Land und hatten 3 Schwestern zu Gemahlinnen, deren Mutter eine böse Zauberin Striga hieß. Als die beiden vor dem Palaste standen, sprach der Seher zu seinem Diener: »Du wartest hier, ich will in den Palast gehen, mich zu überzeugen, ob die Könige zu Hause sind, denn sie haben das Sonnenross geraubt. Der Jüngste reitet darauf.« In dem Augenblicke verwandelte er sich in einen grünen Vogel, flog zu dem Erker der ältesten Königin und flatterte dort umher und klopfte so lange mit seinem Schnabel, bis sie öffnete und ihn ins Zimmer ließ. Sie ließ ihn gern herein und freute sich über ihn wie ein Kind, weil er so schön war und ihr so süß zu schmeicheln wusste. »Ach, schade, schade, dass mein Gemahl nicht zu Hause ist. Der Vogel würde gewiss auch ihm gefallen. Doch er kommt erst abends, denn er ist fortgeritten, ein Dritteil des Landes zu mustern.« So sprach die Königin und spielte mit dem kleinen Vogel. Plötzlich trat die alte Striga ins Zimmer, gewahrte den Vogel und schrie: »Erwürg den verfluchten Vogel, sonst wird er dich blutig machen.« »Ei, mich blutig machen? Sieh doch, wie unschuldig, wie lieb er ist«, entgegnete die junge Königin. Aber Striga schrie: »Trügerische Unschuld! Her mit ihm, dass ich ihn erwürge«, und schon stürzte sie an ihn los. Allein der Vogel verwandelte sich klug in einen Menschen, und flugs war er zur Tür hinaus. Sie wussten nicht, wohin er geraten. Hierauf verwandelte sich der Seher abermals in einen grünen Vogel, flog zu dem Erker der jüngeren Schwester und klopfte so lange, bis sie ihm öffnete. Als sie ihn hereingelassen, setzte er sich ihr auf die weiße Hand, flog ihr von der Hand bald auf die eine, bald auf die andere Schulter
und dann blieb er ruhig sitzen und blickte ihr zutraulich ins Auge. »Ach, schade, schade, dass mein Gemahl nicht zu Hause ist«, rief die Königin vergnüglich, lächelnd. »Der Vogel würde gewiss auch ihm gefallen. Doch er kommt erst morgen Abend, denn er ist ausgeritten, 2/3 Heile des Landes zu mustern.« Plötzlich trat die alte Striga ins Zimmer. »Erwürg den verfluchten Vogel, sonst wird er dich blutig machen«, schrie sie, kaum dass sie den Vogel gewahrte. »Ei, mich blutig machen, sieh doch, wie unschuldig, wie lieb er ist«, entgegnete die junge Königin. Aber Striga schrie: »Trügerische Unschuld, her mit ihm, dass ich ihn erwürge«, und schon stürzte sie auf ihn los. Allein der Vogel verwandelte sich alsbald in einen Menschen. Flugs war er zur Tür hinaus und blitzschnell verschwunden, so dass sie gar nicht wussten, wohin er geraten. Hierauf verwandelte sich der Seher abermals in einen grünen Vogel, flog zu dem Erker der jüngeren Schwester und klopfte so lange, bis sie ihm öffnete. Als sie ihn hereingelassen, setzte er sich ihr auf die weiße Hand, flog ihr von der Hand bald auf die eine, bald auf die andere Schulter, und dann blieb er ruhig sitzen und blickte ihr zutraulich ins Auge. »Ach, schade, schade, dass mein Gemahl nicht zu Hause ist«, rief die Königin vergnüglich lächelnd. »Der Vogel würde gewiss auch ihm gefallen. Doch er kommt erst morgen abends, denn er ist ausgeritten, 2/3 Heile des Landes zu mustern.« Plötzlich trat die alte Striga ins Zimmer. »Erwürg den verfluchten Vogel, sonst wird er dich blutig machen«, schrie sie, kaum dass sie den Vogel gewahrte. »Ei, mich blutig machen? Sieh doch, wie unschuldig, wie lieb er ist«, entgegnete die junge Königin. Aber Striga schrie: »Trügerische Unschuld, her mit ihm, dass ich ihn erwürge«, und schon stürzte sie auf ihn los. Allein der Vogel verwandelte sich alsbald in einen Menschen. Flugs war er zur Tür hinaus und blitzschnell verschwunden, so dass sie gar nicht wussten, wohin er geraten. Nach einer Weile verwandelte sich der Seher nochmals in einen grünen Vogel, flog zu dem Erker der jüngsten Königin, flatterte dort umher, klopfte so lange mit seinem Schnabel, bis sie ihm öffnete. Er flog gerade auf ihre weiße Hand und schmeichelte ihr so, dass sie eine kindische Freude hatte, indem sie mit ihm spielte. »Ach, jammerschade«, rief die Königin in ihrer Freude, »dass mein Gemahl nicht zu Hause ist. Der Vogel würde gewiss auch ihm gefallen. Doch er kommt erst übermorgen abends, denn er ist ausgeritten, alle 3 Teile des Landes zu mustern.« Da stürzte die alte Striga ins Zimmer. »Erwürg den verfluchten Vogel«, schrie sie noch in der Tür. »Erwürg ihn, sonst wird er dich blutig machen.« »Ei, mich blutig machen, Mutter, sieh doch, sieh, wie unschuldig, wie schön er ist«, entgegnete die Königin, aber die Mutter streckte die dürren Hände nach ihm aus. »Trügerische Unschuld, her mit ihm, dass ich ihn erwürge.« Allein in dem Augenblicke verwandelte sich der Vogel in einen Menschen, und flugs war er zur Tür hinaus, dass ihn niemand weiter gewahrte. Der Seher wusste jetzt, wo die Könige seien und auf welchem Wege sie kommen würden. Er begab sich schnell zu seinem Diener, befahl ihm, auf 3 Tage Nahrung zu kaufen und eilte dann aus der Stadt. Vor der Stadt im Walde erwartete er ihn, und dann gingen sie hurtigen Schrittes weiter, bis sie zu einer Brücke gelangten, über welche die Könige kommen mussten. Unter der Brücke harrten sie bis zum Abend. Als sich abends die Sonne hinter die Wälder neigte, ließ sich auf der Brücke Rossgestampf hören. Der älteste König kehrte nach Hause zurück. Auf der Brücke stolperte sein Ross zufällig über einen Balken. »An den Galgen mit dem Taugenichts, der die Brücke gezimmert hat«, rief erzürnt der König. Da sprang der Seher unter der Brücke hervor und stürzte auf den König los. »Wie kannst du es wagen, einen Unschuldigen zu verdammen?« und zog sein Schwert, und auch der König zog sein Schwert, konnte aber den mächtigen Streichen des Sehers nicht widerstehen. Nach kurzem Kampfe sank er tot vom Rosse. Der Seher band den toten König an das Ross und trieb es an, dass es seinen tobten Herrn nach Hause trage. Dann verbarg er sich unter der Brücke und harrte bis zum 2. Abend.
Als sich des anderen Tags der Abend näherte, kam der jüngere König zur Brücke, und als er das Blut gewahrte, rief er: »Gewiss, dass jemand hier erschlagen ward. Welcher Gauner hat sich erfrecht, mein Königsamt zu üben?« Auch diese Worte sprang der Seher unter der Brücke hervor und stürzte mit gezücktem Schwert auf den König los. »Wie kannst du es wagen, mich so zu schelten? Du bist ein Kind des Todes. Wehr dich, wie du vermagst.« Der König wehrte sich, doch vergebens. Nach kurzem Widerstand erlag er dem mächtigen Schwerte des Sehers. Der band den Leichnam wieder an das Ross und trieb es an, dass es seinen toten Herrn nach Hause trage. Dann verbarg er sich unter der Brücke und harrte dort mit dem Diener bis zum 3. Abend. Am 3. Abend, schon nach Sonnenuntergang, kam der jüngste König auf dem Sonnenross geritten. Er ritt schnell, denn er hatte sich irgendwo verspätet. Als er das rote Blut auf dem Boden gewahrte, hielt er an und rief: »Ein Schurke, der sich unterfangen, meinem Königsarm ein Opfer zu entreißen.« Kaum hatte er die Worte gerufen, so stand der Seher mit gezücktem Schwerte vor ihm und drang auf ihn ein. »Wohlan«, rief der König und zog gleichfalls sein Schwert und wehrte sich mannhaft. Die ersten 2 Brüder zu überwältigen, war für den Seher ein Spiel. Nicht so leicht ging es bei dem 3., denn dieser war von allen der Stärkste. Lange kämpften sie, dass der Schweiß von ihnen rann, und noch neigte sich der Sieg auf keine Seite. Die Schwerter zerbrachen. Da sagte der Seher: »Mit den Schwertern richten wir nichts mehr aus. Weißt du was? Verwandeln wir uns in Räder und rollen wir bergab. Welches Rad zerschmettert, der ist besiegt.« »Gut«, versetzte der König, »ich will ein Wagenrad sein. Du sei was immer für eins.« »Nicht doch, du sei was immer für eins. Ich will ein Wagenrad sein«, sagte der Seher klug, und der König ging darauf ein. Sie bestiegen einen Berg. Dort verwandelten sie sich in Räder und rollten hinab. Das Wagenrad flog, und mit Gekrach stieß es in das andere, dass dieses in Stücke zerbrach. Aus dem Wagenrad ward sogleich der Seher und rief freudig: »Du bist dahin. Mein ist der Sieg.« »Nicht doch, mein Freund«, rief der König, indem er wieder vor dem Seher stand. »Du hast mir bloß die Finger zerschmettert. Weißt du was? Verwandeln wir uns in Flammen, und welche Flamme die andere verbrennt, der ist Sieger.« »Ich will eine rote Flamme sein, du sei eine weiße.« »Nicht doch«, versetzte der Seher, »du sei eine weiße Flamme, ich will eine rote sein.« Der König ging darauf ein. Sie stellten sich auf den Weg zur Brücke, verwandelten sich in Flammen, und einer begann den anderen unbarmherzig zu brennen. Lange brannten sie sich ohne Erfolg. Da kam ein alter Bettler, daher mit langem weißem Bart, mit kahlem Haupte, einer großen Tasche an der Seite gestützt auf einem dicken Stock. »Alter«, rief die weiße Flamme, »bring Wasser und gieß es auf die rote Flamme. Ich will dir 1 Pfennig schenken.« Aber die rote Flamme schrie: »Alter, ich will dir 1 Dukaten schenken, wenn du auf die weiße Flamme Wasser gießest.« Dem Bettler war der Dukaten lieber als der Pfennig. Er brachte Wasser und goss es auf die weiße Flamme. So war der König dahin. Auch der roten Flamme ward der Seher, fing das Sonnenross an Zügel, schwang sich darauf, rief dem Diener, dankte dem Bettler und ritt davon. Im königlichen Palaste herrschte tief Trauer ob den getöteten Königen. Der ganze Palast war mit schwarzem Tuche belegt und erscholl von lauten Klagen. Striga ging unruhig aus einem Zimmer in das andere. Plötzlich blieb sie stehen, stampfte mit dem Fuße auf dem Boden, ballte die Faust und rollte die blitzenden Augen. Dann setzte sie sich auf eine Ofenkrücke, fasste die 3 Töchter unter dem Arm und husch war sie mit ihnen in der Luft. Der Seher und sein Diener hatten schon ein ganzes Stück zurückgelegt, denn sie beeilten sich, dass sie Strigas Rache fürchteten. Sie zogen durch öde Wälder, über nackte Heiden. Die Nahrung, die sie in der Stadt gekauft, begann ihnen auszugehen,
Hunger plagte sie, besonders den Diener, und sie fanden nichts, womit sie ihn hätten stillen können. Da kamen sie zu einem Apfelbaum. Es hingen Äpfel daran, deren Last die Äste zur Erde beugten und die lieblich rochen und schön gefärbt waren, so dass sie die Esslust reizten. »Gott sei Dank«, rief erfreut der Diener, und schon lief er zu dem Apfelbaum. »Pflück nicht von diesem Baum«, rief der Seher, zog sein Schwert, hieb tief in den Apfelbaum, und rotes Blut quoll aus ihm hervor. »Siehst du, es wäre dein Verderben gewesen, hättest du von den Äpfeln gegessen, denn dieser Apfelbaum war die älteste Königin, welche ihrer Mutter hierher pflanzte, um uns aus der Welt zu schaffen.« Der Diener war betrübt über die Täuschung, doch der Rettung seines Lebens froh, schritt er weiter hinter dem Seher, in der Hoffnung, bald ein anderes Labsal zu finden. Er brauchte nicht lange zu warten, denn bald kamen sie zu einer Quelle. Es sprudelte das reinste, frischeste Wasser aus ihr und lockte die Reisenden zum Trinken. »Ach«, sagte der Diener, »ist nichts Festeres zu haben, so können wir wenigstens von diesem Wasser trinken und unseren Hunger täuschen.« »Trink nicht von dem Wasser«, rief der Seher, hieb mit seinem Schwert mitten in das Wasser hinein, und es färbte sich mit Blut, das in starken Wellen dahinfloss. Das war die jüngere Königin, von ihrer Mutter hierher versetzt, um uns aus der Welt zu schaffen, sprach der Seher, und der Diener dankte ihm für die Warnung und folgte trotz Hunger und Durst dem Seher, wohin er wollte. Nach einer Weile kamen sie zu einem Rosenstrauch. Der war rot von lauter schöner Rosen und erfüllte mit seinem Duft die ganze Umgegend. »Oh, was für schöne Rosen«, sagte der Diener, »noch nie in meinem Leben habe ich deren so schön gesehen. Ich will einige abreißen und mich mindestens an ihn erquicken.« »Reiß keine Rose ab«, rief der Seher, hieb mit seinem Schwert in den Rosenstrauch, und es spritzte Blut aus ihm hervor, als ob sich eine Menschenader öffnete. »Das war die jüngste Königin«, sprach der Seher zum Diener, »die ihre Mutter hierher pflanzte, um uns durch die Rosen aus dem Leben zu tilgen.« So zogen sie weiter. Indem sie weiterzogen, sprach der Seher zum Diener, »Die ärgsten Gefahren haben wir überstanden. Wir sind aus Strigas Bereich. Doch dürfen wir nicht trauen, denn Striga wird andere Mächte anstiften.« Kaum hatte er die Worte gesprochen, so kam ein kleiner Knabe des Weges daher, der einen Zaum in der Hand trug. Er sprang unter das Ross, berührte es mit dem Zaume, und in demselben Augenblicke war der Seher von dem Sonnenross unten und der Knabe saß oben und sprengte pfeilschnell von dannen. »Sagte ich es nicht?«, sprach der Seher. »Was für ein Knabe ist das?«, rief der Diener. »Wer hätte sich einen solchen Streich versehen? Machen wir, dass wir ihn einholen.« »Lass nur«, entgegnete der Seher, »ich will ihn selbst einholen. Geh indessen des Weges weiter, gehe getrost durch 6 Länder, bis du an die Grenze deines Landes gelangst. Ich werde dir schon nachkommen.« Der Seher verließ den Diener und eilte dem kleinen Zauberer nach. In einer Weile holte er ihn ein und ging langsam, indem er die Gestalt eines gewöhnlichen Wandermannes annahm. Der Zauberer sah sich eben um. »Woher, Freund?«, fragte er den Wandersmann. »Aus weiter Ferne.« »Und wohin?« »Einen Dienst suchen.« »Einen Dienst suchen? Verstehst du Pferde zu warten?« »Ei, jawohl. So komm zu mir und warte mir dieses Pferd. Ich will dich gut bezahlen.« »Warum nicht?«, meinte der Wandersmann, und so war der Seher des Zaubers Diener. Sie kamen zu Hause an. Der Seher wartete das Sonnenross trefflich, so dass sein Herr mit ihm zufrieden war. Nur verdross es den Seher, dass es keine Gelegenheit zu entfliehen fand, denn der Zauberer verhinderte es durch seine Zauberkünste. Gleichwohl entdeckte dieser nicht, wer sein Diener sei, weil er zu sehr damit beschäftigt war, wie er eine schöne Prinzessin zur Gemahlin bekommen könnte, die in einem Schloss wohnte, das auf einer Pappel im Meer stand. Er hatte schon Verschiedenes versucht, Gutes und Schlimmes, doch fruchtete alles nicht.
»Auf«, sprach er einst zu seinem Diener, »geh zum Meere. Im Meere wirst du ein ungeheuer hohe Pappel sehen. Auf der Pappel ein schönes Schloss. In dem Schlosse wohnt eine Prinzessin. Bringst du sie mir, will ich dich reichlich belohnen. Wenn nicht, wird es dir schlimm ergehen.« Der Herr befahl's und der Diener musste es vollziehen. Wenigstens versuchen. Er schaffte sich einen Kahn, belud ihn mit bunten Bändern und Stoffen und fuhr als Kaufmann zu dem Schlosse auf der Pappel. Als er sich der Pappel näherte, hing er die schönsten Stoffe und Bänder aus, damit man sie vom Schlosse sehen könnte. Die schönsten Stoffe und Bänder lenkten bald die Aufmerksamkeit der Prinzessin auf sich, die aus dem Erker schaute. »Geh doch hinab zu dem Kahne«, befahl sie ihre Zofe, »und forsche, ob sie dir von den schönen Stoffen und den Bändern nicht verkaufen möchten.« Die Zofe ging und forschte. »Ich verkaufe nichts«, entgegnete der Kaufmann, »außer wenn die Prinzessin selbst herabkommt und sich selbst auswählt.« Die Zofe richtete die Worte aus, und die Prinzessin kam, wählte und den schönsten Stoffen und Bändern, wählte und falschte und bemerkte nicht, dass der kluge Kaufmann den Kahn abstieg und zum Ufer fuhr. Als sie aus dem Kahn hinaus wollte, da erst bemerkte sie, was geschehen war. »Ich weiß, wohin du mich schiffst«, sagte sie. »Du schiffst mich zu dem Zauberer, der sich schon so oft vergebens um mich bemüht hat. Nun, Gott befohlen.« Da der Seher sah, dass die Prinzessin dem Zauberer nicht gewogen sei, begann er ihr sanft zuzureden. Sie möchte sich dessen Zutrauen erwerben, damit sie entführe, worin seine Kraft liege. Er wolle ihr dann zur Freiheit verhelfen. Als der Diener dem Herrn die Prinzessin brachte, war dessen Freude unaussprechlich, und als sie ihm Liebe zeigte, war er ganz von Sinnen. Er hätte ihr alles gegeben, ihr alles zu Willen getan. Kein Wunder also, dass er ihr auf vieles Bitten auch sein Geheimnis verriet. »In dem Walde dort«, sprach er, »ist ein großer Baum. Unter dem Baume weidet ein Hirsch. In dem Hirsch ist eine Ente. In der Ente ist ein goldenes Ei. Und in dem Ei ist meine Kraft, denn in ihm ist mein Herz.« Als der Zauberer dies seiner Gemahlin unter dem Siegel des strengsten Geheimnisses vertraut hatte, erzählte sie es dem Seher. Der Seher bedurfte nicht mehr. Er bewaffnete sich und begab sich in den Wald. Er fand den großen Baum, fand den Hirsch, der unter dem Baum weidete. Er zielte, schoss und der Hirsch stürzte nieder. Dann sprang er hinzu, nahm aus ihm die Ente heraus, aus der Ente das Ei, trank das Ei aus und des Zauberers Kraft war dahin. Der Zauberer ward schwach wie ein Kind, denn all seine Kraft war in den Seher übergegangen. Dieser kam, schenkte der Prinzessin die Freiheit, zurückzukehren in ihren Palast, nahm das Sonnenross, schwang sich darauf und eilte mit ihm zu dem König, dem es gehörte. Er musste einen guten Teil der Welt durcheilen, bevor er zu der Grenze des dunklen Königreichs gelangte, wo er auch den vorausgeschickten Diener traf. Als sie die Grenze überschritten, ergoss sich ringsum die Strahlen des Sonnenrosses, erleuchteten weit und breit das Land, das schon so lange in undurchdringlichen Finsternis gehüllt war, und erfreuten die Herzen der geplagten Menschen. Alles lebte neu auf, die Fluren lachten im Frühlingsschmuck und die Menschen strömten herbei, um ihren Wohltäter für die Rettung zu danken. Der König wusste nicht, wie er den Seher belohnen solle. Er wollte ihm die Hälfte seines Königreichs schenken. Allein dieser sprach: »Ich begehre keinen Lohn, umso weniger die Hälfte deines Königreichs. Sei du König und herrsche, wie es sich gebührt. Ich will meine einsame, friedliche Hütte zurückkehren.« Und er schied und kehrte in seine Hütte zurück. Da wir Rabbit, die Märchensammlung und mehr sind, möchten wir aus dem letzten Märchen einige Wörter erklären. So kam folgender Satz vor. Zitat: Unzufriedenheit und Schlecken verbreiteten sich unter den Menschen. Zitat Ende. Das wirkt heute komisch, weil das Wort Schlecken in der alten Sprache etwas anderes bedeutet, als wir es heute verstehen. Wir kennen Schlecken
von zum Beispiel Eisessen, vom Lecken von dem Eis. Im historischen Sprachgebrauch hieß Schlecken so viel wie Streit, Zank, Zwietracht oder manchmal auch Schlechtigkeit und Laster. Dann gab es im Text den Satz, Zitat, der Seher band den tobten König an das Ross und trieb es an, das seinen tobten Herrn nach Hause trage. Zitat Ende. Das Wort tobt oder auch tobten ist eine alte Schreibweise von Tod, also toter König, toter Herr und hat nichts mit dem Wort toben zu tun. Dann gibt es noch folgenden Satz aus dem Märchen. Zitat: Im Meere wirst du ein ungeheuer hohe Pappel sehen, auf der Pappel ein schönes Schloss. Zitat Ende. Kurz erklärt, eine Pappel ist ein hoher, schlanker Baum. Im Märchen ist sie ungeheuer hoch und steht mitten im Meer. Oben auf ihr thront ein Schloss. Das Bild ist für uns magisch und fast unerreichbar. Gibt es noch Wörter, die ihr nicht kennt oder die ihr schon kanntet? Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr einen Wunsch und wollt ein bestimmtes Märchen hören, dann schreibt uns gerne per E-Mail oder per Kommentar und wir versuchen, so gut es geht, eurem Wunsch zu entsprechen. Bis dahin gerne liken, kommentieren, teilen und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.